Willkommen bei festivalzombie.com. Heute reden wir weiter über eingesendete Ideen der Zuschauer für unseren Film. Als Gäste habe ich wieder da Basti Bahnsen, Clayton Hasker und Jakob. Und heute besprechen wir die Idee von Verena. Wie er das sagt. Verena. Scheint geil auszusehen. Ja, Aus, da läuft es. keine Ahnung woher. Auf jeden Fall. Schreibt Verena. Hallo zusammen, mein Name ist Verena und ich habe mir eben eure erste Episode zum Festival-Zombie-Film angesehen. Braves Mädchen. Durch die bereits gesammelten Ideen in dem Video bin ich ebenfalls auf eine Idee gekommen. Mal schauen. Das Gelände unbrauchbar geworden durch zu häufige Veranstaltungen und die vielen Besucher, die natürlich in ihren Zelten Tage auf dem Platz verbringen. Das Wetter trug sein Übriges bei. Den Veranstaltern droht eine Insolvenz. Da ihnen keine weitere... Fühlst du dich schon inspiriert oder an irgendwas erinnert? Genau, den Veranstaltern droht die Insolvenz, da ihnen keine weiteren Festivals genehmigt werden können, wenn sich auf dem Gelände nicht bald etwas tut. Ich glaube eher, da ist so ein bisschen Frust mit drin über Erlebtes. Glaube ich auch. Klar. Was soll sich denn da tun? Mehr als 40 Tonner mit Kies kannst du da nicht hinschütten. Oder mit dem Hubschrauber den Rasen wieder trocken machen. Oder wie bei uns mit einem Laubgebläse. Stell dich da mal hin, da ist der Rasen auch wieder trocken. Meinst du? Ich hab's gemacht, nach einer halben Stunde fand ich's albern. Okay. Und Verena ist detailverliebt. Ja, auf jeden Fall. Verena hat sehr viel geschrieben. Es besteht zu große Gefahr wegen gesundheitlicher Schäden oder Verletzungen durch Hinfallen oder Versinken im Schlamm. Ich frage mich, wo die war. Letztes Jahr auf dem Hurricane. Zum Beispiel. Echten Festivalfans ist es egal, habt ihr es gehört, ob sie im Schlamm stehen oder springen oder auf trockener Fläche. Aber die Veranstalter beraten sich und kommen zu dem Entschluss, sie bepflanzen das Gelände. Ich glaube, jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Was Zum Eventmarketing, oder? Während des Festivals pflanzen sie das Gelände. Da kommen wir dann zu der Geschichte mit den 3 Bohnen. Die haben so einen Schnellwachs. Um mal kurz was einzuwerfen. Die magischen Bohnen. Ja, weil sie ganz schnell Rasen wachsen lassen. Okay, Infizierte. 3 Bohnen, Festival, Pflanzen. Ja, Pflanzen, das wächst nach oben, von da kommt dann irgendwie Zombie-Apokalypse. Die Himmelswolkenzombies. 4 Reiter der Apokalypse Oh mein Gott. kommen von oben nach runter, weil die Bohnen... Meinst du die Band? Genau, nee, apokalyptischen Reiter nicht. Oh, nee. Nein, aber das sind die, durch das Schnellwachstum kommen dann die apokalyptischen Reiter von oben herunter und Da bin ich raus. bringen das mit. Ist doch egal, lass die mal weiterreden. Ich hab wieder dazwischen geredet. Es geht um viel Geld. Warum auch immer. Zusammen mit Wissenschaftlern, die sich in Pflanzenkunde bestens auskennen, haben in der Schule aufgepasst, kreieren sie ein Düngemittel. Ein Düngemittel mit Wachstumsbeschleuniger, hatten wir sie gerade gesagt, Soylent Green? zum Beispiel, und versehentlich gebildeten Pestiziden. Die perfekte Seuche aus dem Untergrund, von der bis dato niemand etwas Wo ahnt. wir wieder bei der Bierhefe wären. Ist das sowas wie Zombie vs. Plants? Entschuldigung. Angriff der Killer-Tomaten. Killer-Tomaten, Zombies. Oder hier, wie hieß denn dieser Film mit den Pflanzen, dieses Pflanzenhaus, dieser ganz alte Trash-Film. Ja, genau. Das ist ein Musical. Oh, geil. Wir machen kein Musical. Zombie-Pflanzen, voll geil. Die auf den Töpfen Voll gefunden. gute Idee, Killerpflanzen, die auch rumlaufen und hier, so wie Sharktopus, dass man da was gekreuzt hat. Du laberst mich immer an, Okay, oh, halt Dämonen die sind keine Zombies, oh, Mutanten sind keine Zombies. Aber jetzt willst du Pflanzen Pflanzen. sind auch Lebewesen. Aber keine Zombies. Zombie-Pflanzen? Ja, er hat richtig. Ja, ist gut. Ich halte den Mund jetzt, mach weiter. Erste Tests im Labor bezeugen ihren Erfolg und ohne eine Genehmigung vom Gesundheitsamt wird das gesamte Gelände mit dem neu erfundenen Düngemittel besprüht. Also die Wege über die Behörden, alles mit in dem Film. Der Film geht nachher 5 Stunden. Ja, Behördengänge. Was? Chemtrails! Was? Okay. aber Andere Baustelle. Nicht lange und das Mittel lagert sich im Boden ein und nur Tage später beginnt sich aus der Schlammfläche ein grünender Untergrund zu bilden. Ah, okay, ein grünender Untergrund. Es scheint zu funktionieren und die Veranstalter erhalten ihre Genehmigung für weitere Festivals zurück. Geschafft! Bühnen und Stände werden aufgebaut, der Sound getestet. Hier und da hört man bereits von so manchem Mitarbeiter ein Husten und sieht Hautveränderungen.
Das ist normal, glaube ich. Aber mal, Ist das ein Drehbuch oder eine Idee? die Och, Idee? das ist eine Aber- Idee halt. Nochmal gefragt, es dürfen weitere Festivals, das heißt, es spielt dann ein Jahr später? Oder hat sie das... Nee. Ja, das wäre im Prolog wäre das wahrscheinlich, oh, das Festival, alles nur Schlamm und alle Und verletzen wir machen es sich. 2 Wochen später dann doch, weil das dann geht. oder? Nee, und dann Er hat doch gesagt, die haben ein nach, Festival gemacht und dann haben sie Scheiße hinterlassen und dann hat sich das Ordnungsamt beschwert. Dann Okay, mussten das sie spielt was dann- dagegen ja. tun, deswegen haben sie geguckt, wie sie ein Düngemittel fertig machen, dass alles schön grün wird. Dann sagt das Ordnungsamt, kein Festival, oh, das habt ihr aber Betreiber. wieder fein gemacht, Nächstes Jahr Neues. kannst wieder neu machen. Okay. Und dann haben sie aufgestellt, da geht dann los, Hochreich weiter. unrealistisch. Festivalbetreiber interessiert das nicht. ach doch. Oh, Nee, die das so Betreiber ja kostet nicht, für die aber das Bauern. Ordnungsamt wahrscheinlich wieder. Da, ne? Oder irgendeine Oma um die Ecke. Ein Zombiefilm ist Ordnungsamt auch eine Idee. Oh Gott. Wer auf dem Festival Zombie-Film, der spielt auf dem Ordnungsamt. Ah, da gibt es aber bestimmt keine Hand. Was? Nur Walker, nur Walker. Und Kriegen wir die Genehmigung? So, Hautveränderung waren wir. Das scheint aber keinen wirklich zu interessieren. Denn so eine... Oh Mann. Gut. Denn so eine Grippe geht ja relativ schnell wieder weg. Endlich, das Festival startet und tausende Besucher betreten bereits in Massen vor den Bühnen. Ich habe eine Zeile verlassen. Betreten mit Vorfreude das Gelände, bauen ihre Zelte auf und versammeln sich bereits in Massen vor den großen Bühnen. Die Musik ertönt, Zeit vergeht. Menschen fangen an, sich gegen Hustenanfälle zu wehren. dann tritt Roberto Blanco auf. Zombies. Genau. War der nicht mal, Roy war das Black der, ist tot. Achso. war das der mit Rammstein auf? Ach nee, das war Heiner. Ja, ne? nee, das war die andere. Der andere Schwarze. Das Foto negativ. Das Negativ dazu. Das Foto Roberto Blanco nicht mit Rammstein auftreten. Nee, sein Foto negativ ist mit. Moving on. Gut, dass das live So, es kommt zu Hautverätzungen, die Haut porös machen und aufplatzen lassen. Die Seuche bricht aus. Die Musik regt die Seuche im Dünger zum Wachsen an. Geil. Das war eine Idee. Das ist eine super Idee. Das übernehme ich. Copyright, hier. Verena. Verena. So, genau. Die Seuche bricht aus. Die Musik regt die Seuche im Dünger zum Wachsen an. Sie steigt schneller in die Luft auf, die Besucher einatmen. Das ist vergleichbar mit dem Wunder, dass Pflanzen auf unterschiedliche Musik gut oder schlecht reagieren und dementsprechend wachsen. Voll geile Idee. Richtig gut. Steht super. Geil. Ganz sicher. Pflanzen, die auf Musik reagieren. Weiß nicht. Ja, du kannst doch, das hat doch hier damals Michael Mittermeier schon hier mit meine eine Arschlochpalme, die hier Kaffee rein und Pisse rein und die andere streichelt, hier wächst besser. Funktioniert wie bei Tieren. Wenn du eine Pflanze gut behandelst, wächst sie besser. Das ist belegt. Kannst du googeln. Oder in Wikipedia nachlesen. Oder auch nicht. Aber die Idee finde ich geil. Voll gut. Ja, okay. Ich finde die super. Okay, man könnte ja auch sagen, ja, wenn die hier in so einem Versuchslabor haben sie das ja gemacht. Pollen. Ja, und hier, das Dünger haben wir bei Pflanzen ausprobiert und wenn wir die mit netter Musik hier mit Roberto Blanco bespielen, mit positiver Musik, dann entwickeln sich die Pflanzen super, sind freundlich, Ja. machen Tomaten, Bohnen an einer Palme. Nee, das wie würde auch ich eher immer. machen, wenn sie was Gutes findet, bestäuben die Pflanzen mehr und dann spielt Sabaton und die Pflanzen Oh mein die Gott! muss sterben. Das ist auch geil, finde ich eigentlich gut. Noch ein Bier, dann noch kann man ein nämlich Bier. echt, ja, noch Musik für dumme Menschen kann dann gespielt werden und die Pflanzen denken so, nee, ich verreck lieber. E-Mails bitte an Jakob. Gern. Komm, ganz ehrlich, wer, der wirklich ein bisschen Musikgeschmack hat, mag die Band. Niemand. Welche meinst du jetzt? Sabaton. Niemand mag sie. Um das zu vergleichen mit dem Techniker von der Vorband, der es verglichen hat, das ist die schwule Variante von JBO. Also ich muss auch sagen, wenn man Sabaton gut findet, hat man als Mensch irgendwie versagt, finde Richtig. ich. Also, Der Panzer ist cool, wo der Schlagzeug draufsteht, das war's aber auch. Das Aber davon, wir kommen vom Thema ab. ja, okay. Von denen wir Fotos gemacht haben. Passt bitte in die Comments. Dankeschön. So, weiter geht's. Und schon haben wir unsere Zombie-Epidemie. Verursacht durch ein unvorsichtiges Arbeiten und Geldgier. Und wie kann man die Zombies stoppen? Das weiß keiner. Denn noch weiß außerhalb niemand von diesem Vorfall. Und wenn ich mal etwas weiter spinnen darf, Das weiß jeder, wie noch man Zombies weiter. stoppt. Das Gelände wird großräumig abgesperrt, um zu verhindern, dass die Festival-Zombies weitere Menschen mit dem
inzwischen benannten Death Metal Virus infizieren. Wieso denn Death Metal Virus? Nein. Wir nennen das Death Metal Virus, das war eher so. So wirkt das ja von außen, weil gerade die Death Metal Musik, wenn sie dort das muss ja kein Metal die denken, Festival das liegt sein. an der Musik, das kann man ja irgendwie merken. Das muss ja an der Viel Mucke geiler liegen. wäre das irgendwie so ein Hippie-Festival, wo die Leute eigentlich eher smoothie sind und dann irgendwie so voll gechillt und dann rasten die alle aus. Schlagermove. Weil die wissen auch nicht, wie sie sich wehren, die Hippies. Oh ja, hier Erdnüsse, oh nee, Pflanze und Palme, ich hau dich und streiche dich, Wattebäuschen, keine Ahnung. Das Dieser Mann kein Bier mehr. würde ich mal eher sagen. Weil Metal-Festival... Also nee. so ein Hippie-Festival-Typen, die sowas von pazifistisch sind, dass sie sogar als Zombies dich nicht irgendwie richtig so- aggressiv und gefährlich sein können. Oh, wenn du mich Also hast beißt, du eine dann Horde beißt, von halte ich noch die ungefährlichen andere Wange hin. Zombies. Wir nehmen ein Christenfestival. Hippie-Zombies lutschen. Hippie-Festivals auf ein Christenfestival. Weltkirchentag. Infiziertes Ja, Pulver beim Mailadresse nochmal bitte einwenden. Okay, Kontenance. Ja. ich mach kurz weiter. Jahre vergehen, doch immer noch hören Menschen des Landes Musik von dem Gelände. Okay. Ja. Sie leben und feiern weiterhin ihre Festivals. Long live the Death Metal. Vielleicht ist meine Idee es ja wert, eurer weiteren Videos besprochenswert. Ist sie. Unendliche Geschichte des Festival-Zombie-Seins. Ja, also das wäre quasi... Außen die ganze Zeit, dass keiner rein und rauskommt. Die bauen dann quasi nur noch eine Mauer drumherum, weil sie es nicht stoppen können, bauen sie eine Mauer rum, wie bei Tschernobyl. Oh ja, schade, bauen wir einen Sarkophag drumherum. Aber damit sie eigentlich weiter müsste hochkommen. man ja nur, Mexiko. wenn man davon jetzt ausgeht, dass die Musik das zum anregt, einfach nur den Stecker ziehen. Dann hört die Musik auf und dann ist vorbei. Ja, aber dann wollen sie wahrscheinlich ausbrechen. Dann versuchen sie auszubrechen. Solange die Musik da läuft, Dann macht man sind das. die da an den Platz gebunden. Das will Musik überhaben. Nee, oder man kann das dann machen wie bei dieser Serie, dass da diese Dome, dass da die Glocke rüberkommt und dann ist schallisoliert. Und dann können die Darum dann- habe ich nicht gesehen, ich habe die Simpsons geguckt. Den Film da. Und Ja, aber der war, die erste Staffel war okay. So, und mit dieser Glocke darüber, da kommt ja keiner rein, keiner raus. Da kannst du sogar Eintrittskarten Dann verkaufen. brauchst du einen riesigen Glasbläser. Oder Ja. das war dieser The Dome, wenn du gerade Simpsons sagst, ist ja eine Glaskuppel. Und dann Stimmt, da könnte war man das das ja da rüberkommen, weil die Glaskuppel schon drüber ist, weil das so eine Art Gewächshaus wäre. Das ganze Gelände mit der Glaskuppel, Orangerie des Todes. weil das ja für Testvariationen genutzt worden ist, hat sie ja geschrieben. Ja. Also, Als willst du, dass Testfeld. die Glaskuppel und dieses Testding vorher da ist und dann machen die, da machen wir ein Festival drin? Wäre dann ja eine Maßnahme. Das wäre dann... Dass da Leute einbrechen Weißt und du, was sagen, denn- wir haben da Bock auf ein Weißt Festival. du, ja, weißt du, was wir dann haben? Weißt du, welchen Film wir dann haben? Biodome. Oh, und weißt du, welche Band Scheiße. auf der Bühne dann, und weißt du, welche Band dann auf der Bühne steht? Ich dachte, das war Glashaus. Glas, was jetzt auch nicht mit Zombie schmeißen. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Zombies schmeißen. Das ist auch ein geiler Filmtitel. Nein! Nein! Ist es nicht. Doch! Kann sich jeder merken. Ja. Finde ich gut. Okay, Biodom sollten wir auf jeden Fall vermeiden. Ich hätte dich gerne, schenkeltief in Tofu. Ach ja. Aber die hat voll die gute Idee, das mit dem Gras und mit der Musik, dass das so... Ja, also wir haben ja, hier haben wir jetzt Pflanzen als Gras Verursacher. ist cool. Infiziertes Gras. Ja, Dann bist du wieder beim Hippie-Festival. ja, aber Drogen werden ja auch auf Metal-Festivals geht genommen, ja habe ich gehört. Ah, ist ja wieder Nein, das gesellschaftlich die unbedenklich. Securities sind so klug, die nehmen den Leuten das vorher ab. Wie auch immer. Verena, vielen Dank erstmal, dass du deine Idee eingesendet hast. Was ist eure Meinung zu Verenas Idee? Schickt uns eure Ideen, eure Meinung dazu auf festivalzombie.com. Schreibt sie uns unten in die Comments und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Zombie Movie Talk. Ciao, bis dann. Das ist eine ganz seltsame Wendung hier.